ein Jahr in meinem einfachen, langsamen Leben als Selbstversorger. Es war ein gutes Jahr, aber nicht alles lief glatt. Wenn ich zurückblicke und zurückfühle, bin ich glücklich mit dem Jahr 2021, zum größten Teil. Wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir mussten nicht frieren und wir hatten genug Essen von unserem kleinen Selbstversorgerhof. Und wir wurden nicht ernsthaft krank. Und nicht zuletzt, wir sind auch jetzt noch nach 22 Jahren glücklich verheiratet. Ich kann mich nicht beschweren. Auch wenn es kleine Rückschläge und ein wirklich trauriges Ereignis gab, als mein geliebtes Shirehorse Lucky starb und seinen lebenslangen kleinen Freund Krümel zurückließ. Blicken wir zurück auf das letzte Jahr, auf meine Arbeit auf dem Hof, meine Pferde, meinen Kanal hier auf YouTube und meine Kunst. Ich beginne mit der Arbeit auf unserem kleinen Selbstversorgerhof. Wie lief es, unser eigenes Essen anzubauen? Wie ging es im letzten Jahr mit den Kartoffeln und dem Gemüse? Wir hatten eine gute Kartoffelernte. Etwas weniger als sonst, aber es wird ausreichen, denke ich. Bei der Ernte hatten wir einige Probleme. Es war so nass, dass wir zweimal mit dem Traktor stecken geblieben sind. Ich habe leider versäumt, das zu filmen. Ich hatte einfach keine Zeit. Und das Gemüse? Ich hatte einige Startschwierigkeiten. Wir haben im Juni noch Frost bekommen und da sind mir die Zucchini- und Kürbispflanzen erfroren. Und mein Grünkohl ertrank gleich danach, als es anfing zu regnen und nicht wieder aufhörte. Viele andere Samen sind auch ertrunken. Also habe ich wieder von vorne angefangen. Etwas zu spät, aber das meiste entwickelte sich trotzdem ganz gut. Nacktschnecken haben meinen Grünkohl und meinen Salat gefressen. Doch als ich das Problem unter Kontrolle hatte, wuchs beides ganz gut. Ich habe aber trotzdem keinen Grünkohl bekommen, weil eines Nachts Rehe alles aufgefressen haben. Wirklich alles. Sie haben nicht einmal ein Blatt Grünkohl für mich dagelassen. Ich muss dieses Jahr eine Lösung dafür finden. Es gab noch andere Dinge, die fehlgeschlagen sind. Keine Süßkartoffeln, keine gelben Rüben, kein Thymian und nur die Hälfte an rote Beete. Aber ich habe viele Bohnen, Beeren, Äpfel, Petersilie und Pastinaken geerntet. Und wir haben mehr als genug Zucchini und Kürbisse. Und viel Mangold, Basilikum, Gurken, Paprika, Dill und Zwiebeln. Wir haben genug Nahrung für das ganze Jahr. Und ich bin dankbar, auch wenn ich auf den Grünkohl verzichten muss, der normalerweise einen großen Teil meiner Nahrungsversorgung im Winter ausmacht. Wenn ich es also zusammenfasse, habe ich im letzten Jahr eine gute Ernte gehabt. Genug bis zur nächsten Ernte. Vielleicht werden die Kartoffeln nicht ganz reichen, wir werden sehen. Ich bin gespannt und kann es kaum abwarten, wieder in die neue Gartensaison zu starten, die ich euch hier auf YouTube auch wieder zeigen werde. Und das bringt mich zu meinem YouTube-Kanal. Mitte letzten Jahres habe ich eine neue Kamera bekommen.
Ich habe vorher mit meinem Handy gefilmt und war mit der Videoqualität wirklich unzufrieden. Die neue Kamera war teuer und ich hoffe, sie zahlt sich eines Tages aus. Aber die Entscheidung war gut. Jetzt genieße ich jeden Teil meiner Dreharbeiten für euch. Die Qualität ist unglaublich gut und ich liebe es, meine Arbeit auf dem Hof und die schöne Natur für euch festzuhalten. Kurz nachdem ich meine neue Kamera bekommen hatte, beschloss ich, meinen anderen, jetzt englischen Kanal von Deutsch mit englischen Untertiteln auf Englisch mit deutschen Untertiteln umzustellen. Wie ich erwartet hatte, gingen die Zuschauerzahlen zurück und viele deutsche Abonnenten sind abgesprungen. Dieser englische Kanal erholt sich jetzt schnell und ich denke, es war die richtige Entscheidung. Aber ich habe viele Anfragen von meinen deutschen Abonnenten erhalten. Sie mögen es nicht, Untertitel zu lesen. Also habe ich mich erst vor kurzem dazu entschlossen, einen zweiten Kanal zu eröffnen, diesen hier, wo ich meine Videos jetzt auch auf Deutsch hochlade. Wir werden sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Was gibt es noch zu erzählen? Ich lebe ein langsames Leben als Selbstversorger. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und wir heizen mit Holz. Aber mit Brennholz zu heizen ist viel Arbeit. Bis vor wenigen Jahren haben wir Holz aus unserem eigenen Wald bezogen. Aber in den letzten Jahren hatten wir nicht die Maschinen, die man dafür braucht. Also haben wir Holz bestellt. Doch ein Großteil des Brennholzes war zu groß, so dass ich es in kleinere Stücke spalten musste. Da ich auf dem Hof noch viele andere Dinge zu erledigen habe, habe ich mehrere Wochen dafür gebraucht. Aber jetzt haben wir genug Brennholz im Schuppen, um es im Winter bei uns zu Hause kuschelig warm zu haben.
Ich bin Künstlerin und Autorin, aber für beides hatte ich dieses Jahr nicht viel Zeit. Doch ich habe einiges geschafft. Ich habe mein Kochbuch Schwedisch Essen aus dem Deutschen ins Englische übersetzt. Und ich habe einen Gartenkalender in Deutsch und Englisch erstellt und veröffentlicht. 4 Malereien in diesem Jahr, nicht viel. Das hat einen Grund, über den ich irgendwann in einem anderen Video sprechen werde. Aber ich habe letztes Jahr einige Runensteine gefräst und verkauft. Meine Kunst und Bücher findet ihr auf meiner Homepage. Der Link befindet sich in der Infobox unter dem Video. Und übrigens, ich spiele die gesamte Musik in meinen Videos selbst auf meiner keltischen Harfe. Und nun zu meinen Pferden. Warum habe ich Pferde? Warum nicht Ziegen oder Schafe? Das wäre in einem Leben als Selbstversorger sinnvoller. Wir benötigen einige Tiere, die für Dünger für den Gemüseacker sorgen. Ich hatte immer die Pferde dafür und es funktioniert gut. Meine Pferde waren und sind alt und gehören zur Familie. Ich konnte und kann sie nicht einfach loswerden und Ziegen kaufen. Doch Anfang letzten Jahres erkrankte mein Hengst Lucky. Es tut immer noch weh, an ihn zu denken und sich an diesen wunderschönen und absolut lieben und treuen Hengst zu erinnern. Alles an diesem Pferd war gut. Als er krank wurde, haben wir alles versucht, doch er war alt und jedes Organ versagte. Als er starb, fühlte es sich an, als ob ein Teil meines Herzens mit ihm gegangen wäre. Wir vermissen dich, mein schöner, sanfter Riese. Mein anderer Hengst, der kleine Krümel, brauchte also einen neuen Freund. Es war nicht einfach. Die Leute scheinen ein Problem damit zu haben, ihr Pferd zusammen mit einem Hengst zu halten. Am Ende entschieden wir uns dazu, ihm eine kleine Stute zu kaufen. So kam das Mini-Pferd Hebers Black Beauty zu uns. Aber wir nennen sie einfach Mini. Sie zog ein und stellte Krümels Welt auf den Kopf. Doch es dauerte nicht lange, bis die beiden unzertrennlich wurden. Es hat sich also gelohnt. Ich hatte immer Pferde. Ich wollte zurückschrauben, kein weiteres kaufen und andere passendere Nutztiere haben, wie Ziegen und Schafe, wo man die Milch verwenden und Käse machen kann und sogar das Fleisch essen kann. Aber es ist hier in Schweden nicht erlaubt, ein Pferd alleine oder nur in Gesellschaft mit anderen Tieren zu halten. Es muss Pferdegesellschaft sein. Und ich konnte Krümel nicht im Stich lassen. Er ist 25 Jahre alt und hat 24 dieser Jahre bei mir verbracht. Er gehört zur Familie, genau wie mein sanfter Riese Lucky. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr gefallen und danke fürs Zuschauen.